Moin Moin und herzlich willkommen bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge wollen wir uns Guan Yus Expertise etwas genauer anschauen und dem Gerücht auf den Grund gehen, dass er in manchen Fällen komplett useless ist in Bezug auf seine Expertise. Was soll das heißen? Also, viele Spieler sagen, dass Guan Yu mit Charles oder Alexander nie in den Genuss kommt, seine Expertise zu nutzen. Was meint das für uns? Aktiviert wird sie schon. Das heißt, wenn ihr hinter Guan Yu einen Alexander oder auch einen Charles spielt, dann aktiviert er das Schild. Lone Rider bzw. einsamer Reiter wird aktiviert. Aber bevor Guan Yu seinen nächsten aktiven Skill, Heiliger des Krieges, aktiviert, ist dieser Skill wieder abgelaufen und ihr erhaltet den Schadensbonus nicht auf eure nächste Fähigkeit. Die Frage stellt sich jetzt, ist das die Wahrheit? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das doch zu erreichen? First of all, viele wissen von euch, okay, der Coin, der kann euch auch ein Schild gewähren, der kann auch die Expertise auslösen. Des Weiteren hat man mit Leonidas als zweiten Kommandant die Chance, ein unberechenbares Schild zu erhalten, das auch die Expertise auslöst. Jedoch schaltet sich dieses Schild erst ein, sobald ihr unter 50% Leben gefallen seid. Vorher wird das gar nicht benutzt. Das heißt, wenn ihr viele Truppen habt, wird es in dem Fall gar nicht genutzt. Jedoch muss man sagen, dass Guan Yu einfach am besten mit Leonidas gepaart ist, aufgrund der Skills, die auf ihn angepasst sind, wie mehr Schaden bei dem gesilencten Target. Aber zurück zur Thematik. Guan Yus Expertise. Wenn man sie mit Charles oder auch Alexander nutzt, ist sie dann wirklich useless? Grundsätzlich gesehen haben wir für euch hier ein bisschen was getestet. Wir haben 1 gegen 1 gemacht, gegen verschiedene Klassen. Man muss einfach sagen, wenn ihr Guan Yu Alexander spielt im 1 gegen 1, gegen Kommandanten, die ich jetzt nicht unbedingt interrupten, euren Rhythmus durcheinander bringen, also gegen jetzt ganz normale Kommandanten, beispielsweise gegen Alexander mit Charles oder sonstiges, ist kein starker Marsch, aber haben wir zum Testen genommen, weil da keine Interrupts drin sind. Das heißt, wir wollen gucken, wenn die normale Rotation stattfindet, wird der Skill dann geused. Und bei 39 von 40 Fällen wurde diese Expertise nicht genutzt, weil der einsame Reiter zu früh wieder deaktiviert wurde, bevor der neue Skill eingesetzt wurde. Aber warum wurde er manchmal aktiviert? Dies liegt am Talent Tree. Wir skillen bei Guan Yu immer wilde Natur. Und wenn diese 10% Chance zum richtigen Moment kommt und uns diese 100 Wut gewährt, die uns fehlen, dann kommt es zustande, dass die Expertise genutzt wird. Was sagt uns das? Also, es liegt eigentlich gar nicht daran, dass Charles oder Alexander euch nicht die nötigen Ressourcen wie das Schild zur Verfügung stellen, sondern dass die Zeit zwischen Aktivierung von einsamer Reiter und der nächsten Fähigkeit zu groß ist. Und jetzt haben wir uns die Frage gestellt, wie kann man diese verringern? Im 1 gegen 1, wenn ihr wirklich einen Marsch gegen einen Marsch macht, dann habt ihr wirklich sehr, sehr schlechte Chancen mit Charles oder auch Alexander, dies umsetzen zu können. Aber in Rise of Kingdoms können wir alle 5 Märsche verwenden. Und wie können wir jetzt hier nun Profit rausschlagen? Grundsätzlich gibt es einige Kommandanten, die euch Wut gewähren. Beispielsweise William unter bestimmten Bedingungen. Aber die beste Möglichkeit, die auch jeder zur Verfügung hat, ist einfach Johanna. Johanna gewährt euch nach Aktivierung ihres Buffs jede Sekunde 50 zusätzliche Wut. Das heißt, wenn ihr im Grunde nach der Aktivierung von einsamer Reiter diese Fähigkeit laufen habt neben euch, also ihr habt den Supportmarsch Johanna mit dabei, dann erhaltet ihr deutlich mehr Wut und könnt die Zeit reduzieren. Also meine These, solltet ihr im Open Field Guan Yu mit Charles oder Alexander spielen, achtet darauf, dass ihr einen Johanna-Marsch in der Nähe habt, dann habt ihr eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass dies ausgelöst wird. Um euch einmal zu zeigen, stimmt das wirklich, haben wir einige Kampfberichte für euch als Auszug genommen. Diese wollen wir uns jetzt nochmal im Detail anschauen und wirklich zeigen, okay, das ist hier der Unterschied. Hier ist mein erster Kampf. Den habe ich gemacht, ohne einen Supportmarsch, wie man sieht. Kein ETC dabei, das heißt keine weiteren Märsche mit an Bord. Hier wollen wir nur schauen, wie oft wird die Expertise von Guan mit Alexander zusammen wirklich ausgenutzt. Das können wir relativ schnell mal sehen. Hier sehen wir beispielsweise da wird der aktive Skill von Guan Yu geused. Hier kommt das Schild. Anschließend sehen wir, okay, hier ist noch kein Fähigkeitsschadenbonus, nur 12%. Der Grund liegt daran, dass der Skill, dass in der Runde nach dem Skill der Lone Rider bzw. der einsame Reiter
erst aktiviert wird. Das heißt, ihr habt im Grunde genommen eine Runde bekommt ihr geschenkt, nachdem das Schild von Charles aktiviert wurde. Anschließend habt ihr 2 weitere Runden, 1, 2, und der Runde da drauf ist der Skill dann wieder weg. Wie wir sehen, ist hier der nächste Skill von Guan Yu. Wir haben nun einen Fähigkeitsschadenbonus von 6% und wir haben hier nicht den Skill Einsamer Reiter aktiviert und buffen damit nicht unseren Fähigkeitsschaden. Wenn wir die meisten Skills jetzt hier durchgehen, dann sehen wir auch immer, dass die Abstände sehr, sehr groß sind. Und das ist einfach zu groß, damit es funktionieren könnte. Deswegen funktioniert das halt meistens auch nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Schaden ausführt mit dem Nuke, die ist sehr gering. Die können man auch nahezu nicht Existenz nennen. Das sind sehr, sehr viele Glücksfaktoren, je nachdem, ob ihr interrupted werdet oder nicht. Das sehen wir aber später noch. Das heißt, wir können festhalten, im 1 gegen 1 Guan Yu mit Alexander schafft es quasi nie, mittels seiner Expertise seinen nächsten Fähigkeitsschaden zu buffen. Wir wollen uns jetzt nun anschauen, wie schaut das aus, wenn ich meinen Johanna-Marsch nebenan habe. Dafür habe ich hier meinen zweiten Bericht. Wie gesagt, wir kämpfen hier immer gegen Charles und Alexander, damit wir keinen Interrupt haben und die normale Rotation an Skills, Wutregeneration, alles Mögliche zusammen vorstellen können. Wenn natürlich im Kampf von Sachen wie Silence, Interrupt oder anderen Dingen interrupted werden oder euer Rhythmus gestört wird, dann ist das Verhalten natürlich anders. Hier können wir sehen, okay, ich habe gegen Charles und Alexander gekämpft und zugleich war in der Nähe noch eine Johanna, auch von dem anderen Spieler. Aber ich hatte gleichzeitig auch in der Nähe einen Konstantin mit Johanna, der mich gebufft hat. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie hat das verändert. So, wir haben in Runde 9 unseren ersten Skill. Da aktivieren wir die aktive Fähigkeit von Guan. Dann aktivieren wir in dieser Runde, in Runde 11, das Schild von Charles. Das wollen wir uns etwas genauer anschauen. Hier wird Charles sein Schild aktiviert. Anschließend in der nächsten Runde aktiviert sich dann der Skill Einsamer Reiter. Ab hier an haben wir im Grunde genommen diesen Fähigkeitsschaden-Bonus. Wie wir sehen können, bekommen wir hier auch pro Runde 50 extra Wut durch göttliche Offenbarung von Johanna. So, Runde 13 passiert nichts. Wir können aber links in der Spalte sehen hier, dass wir Fähigkeitsschaden plus 27% haben. Runde 14 passiert auch nichts, der Gegner macht einen Nuke auf uns. Wir haben immer noch den Fähigkeitsschadenbonus und nun befinden wir uns Runde 15. Und wie wir sehen, ist der einsame Reiter noch aktiv in dieser Runde. Nächste Runde wäre er nicht mehr aktiv, aber in dieser Runde ist er noch aktiv. Und wir setzen die aktive Fähigkeit von Guan Yu mit der Fähigkeitsschadenserhöhung ein. Das bedeutet, in dem ersten Beispiel hier hat das schon mal funktioniert. Was ist also die Faustregel? Faustregel ist, wenn ihr den zweiten Skill von Alexander oder Charles aktiviert, habt ihr 3 Runden dazwischen Zeit und wenn die vierte das nächste Skill ist, dann könnt ihr euch sicher sein, okay, Lone Rider ist noch aktiv und die Fähigkeit wirkt sich auf meinen nächsten Nuke aus. Wir wollen natürlich jetzt schauen, ist das auch häufiger so. Hier sehen wir wieder 1, 2, 3. Zack, Fähigkeitsschaden noch plus 21%. Ist also noch aktiv. Wir werden das noch 2-3 Mal anschauen, damit wir wirklich sicher sind, dass der auch dort aktiv ist. Es gibt 1, 2 Ausnahmen, wo es nicht der Fall ist, weil manchmal synergieren der Johanna-Skill nicht so gut mit dem richtigen Zeitpunkt der Wutregeneration. Das heißt beispielsweise, ihr aktiviert das Schild von Charles und Johanna hat gerade ihre Downtime, weil Konstantin gerade den Skill macht und ihrer gerade ausläuft. Das heißt, es kann zwischendurch vorkommen, dass dies auch mal nicht funktioniert. Aber wie ihr seht, hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, wenn man Guan Yu Charles, Guan Yu Alexander im Open Field spielt und zumindest einen Supportmarsch drumherum hat, der ihm Wut regeneriert, damit dieser seine Fähigkeiten schneller einsetzt und damit auch die Expertise nutzen kann. Das heißt, wenn euch irgendwer erzählt, Charles oder Alexander, die bringen nichts hinter Guan Yu, dann hat er nur in einer Warte recht. Im 1 gegen 1 haben die nicht den Rieseneffekt auf seine Expertise.
Aber sofern ihr in den Gruppenkämpfen nutzt, können diese Kommandanten sehr, sehr viel Impact haben. Gerade wenn ihr diese Kombination zusammen mit einer Johanna spielt, da die euch den gewünschten Effekt gibt und deutlich öfter diesen Skill triggert. So, werte Freunde, das war hier das Video zu Guan Yu und der Expertise, die doch nicht so nutzlos ist, wie viele sagen. Sollt ihr noch Anmerkungen oder Fragen zu der Thematik mit Charles und Alexander haben, schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.